Im letzten Kapitel soll es jetzt nochmal um einen Ausblick gehen zum Thema solidarisches Wirtschaften. Was kann denn perspektivisch daraus vielleicht entstehen? Und was kann der Beitrag sein dieser solidarischen Ökonomien zur gegenwärtigen Situation, in der es ja auf der Hand liegt, aus verschiedensten Richtungen wird es ja auch schon deutlich, in der es auf der Hand liegt, dass das gegenwärtige Wirtschaftssystem nicht mehr zur Zufriedenheit der Mehrheit der Menschen beiträgt. Ja, und ich habe mir überlegt, das heißt, das Lernziel für Sie wäre jetzt nochmal nachzudenken über die Perspektiven und auch über die gesamtgesellschaftlichen Ziele solidarischen Wirtschaftens. Und deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal überlegt, was ist denn überhaupt das Ziel? Weil vielleicht macht es Sinn, zum Thema solidarische Ökonomien weniger zu gucken auf die Unterschiede, auf die Schwierigkeiten, auf die Diskussionen, auf die Widersprüche und Ambivalenzen, als vielmehr auf das gemeinsame Ziel. Ich erinnere Sie nochmal an die Situation der Genossenschaftsverbände, beispielsweise in der Frühzeit, wo wir das ja auch so gesehen haben. Es gab eine Phase der Gründung, der Euphorie, der Expansion und dann kam eine lange Phase der Spaltung, letztendlich der Stagnation auch, ja. Und dann hat der Erste Weltkrieg mehr oder weniger diese Bewegung dazu gezwungen, sich wieder eine einheitliche Richtung zu geben. Und ich denke, dass im Moment, also zumindest mir persönlich, ist es im Moment auch viel wichtiger, den Ansatz der solidarischen Ökonomie nach vorne weiterzudenken, als nach hinten oder zur Seite. Das heißt also weniger noch Ursachenforschung zu betreiben oder Theoriekonzepte aus den 70er Jahren oder wie auch immer zu diskutieren. Das ist alles wichtig, aber im Moment bin ich der Meinung, dass die Diskussion unbedingt nach vorne geführt werden sollte, um einfach auch dazu beizutragen, dass die Stagnation gar nicht erst eintritt. Also ich glaube auch nicht, dass wir gerade in der Phase der Stagnation sind in dem Sektor, sondern vielmehr in einer Phase der Vielfalt und auch der Innovation. Und gerade deswegen, denke ich, sollte eher das Interesse darauf gelegt werden, was ist das Gemeinsame der verschiedenen Ansätze, als wo liegen denn die Unterschiede. Und für mich persönlich wäre es schon ausreichend, wenn man sagen würde, oder wenn es dafür eine halbwegs Akzeptanz gäbe, zu sagen, solidarische Ökonomien sind so, wie sie jetzt aufgestellt sind, so wie ihre historische Entwicklung gelaufen ist, im Grunde Übergangsökonomien, weil es auch zur gegenwärtigen Zeit gar nicht klar ist, ob das Ziel beispielsweise darin liegen kann, dass der Weltmarkt als ein Zusammenschluss von Tausenden von Kooperativen organisiert ist. Ja? Ich bin eigentlich der Ansicht oder glaube eher, dass die solidarischen Ökonomien auch noch sehr stark im Schatten des Kapitalismus sich entwickeln und auch letztendlich an diesen gebunden sind in einer gewissen Weise. Das hat ja auch der brasilianische Philosoph Euclides Manzis ganz deutlich gesagt mit seiner Unterscheidung der 3 Typen von solidarischen Ökonomien, wo der zweite Typ, da hat er ja gesagt, okay, das sind genau die sich gegen das System wenden und die eigentlich ihre Energie auch darauf setzen, sich gegen das System zu wenden, und aus diesen heraus kommt eigentlich sehr selten etwas Tragfähiges. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch die solidarische Ökonomie irgendwann sich auflöst zugunsten eines anderen Konzeptes. Im Moment weiß eben auch niemand wirklich, was wird sich aus dem entwickeln, was wir gerade haben, aus diesen unterschiedlichen Strömungen. Aber es gibt eben auch sehr viele Anknüpfungspunkte. Von der Blue Economy hatte ich schon gesprochen. Es gibt die Idee
oder das Projekt, eine regenerative Wirtschaft aufzubauen, eine dekarbonisierte Wirtschaft aufzubauen, nachhaltige Städte zu schaffen, nachhaltige Agrarpolitik. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in den Kontext der neuesten Studie von Club of Rome rein, mit der ja auch nochmal die Diskussion wiederbelebt wurde, allerdings unter dem Aspekt der natürlich inzwischen vergangenen Zeit. Und unter dem Aspekt natürlich auch der vollen Welt, so wie da die Beschreibung lautet. Früher war in den 50er, 60er, 70er Jahren haben wir uns in einer leeren Welt befunden und heute sind wir in der vollen Welt, also mit einem extremen Bevölkerungswachstum und einem extremen Wachstum von Ressourcenverbrauch. Da wird eben auch diskutiert in die Richtung solidarische Ökonomie, teilweise ohne das so zu benennen. Von der Blue Economy ausgehend beispielsweise dann das Thema natürlicher Kapitalismus, also wie kann denn Produktion auf natürlicher Basis, fossilfrei sozusagen, stattfinden. Dann das Thema CO2-Bepreisung ist natürlich ein Riesenthema, wo auch die solidarische Ökonomie sich auf jeden Fall anschließen kann. Gerade wenn es eben um die Modelle des ressourcenleichten Lebens und Wirtschaften geht, da sind ja viele Erfahrungen vorhanden. Dann gibt es das weitergehende Ziel der Bekämpfung der globalen Erwärmung. Auch da können die solidarischen Projekte ihren Beitrag leisten. Dann geht es ja auch darum, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, aus der ökologischen Wende heraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch hier ist im Grunde der Sektor sehr stark gefragt, weil das war auch immer seine Aufgabe, insbesondere in den 70er Jahren, wo sich dort viel an Innovation ereignet hat. Warum sollte das nicht im Moment auch so sein, ja, wenn man sich darauf mal fokussiert, einfach auch neue Modelle zu entwickeln, die vereinbar sind mit dem Suffizienzgedanken. Dann gibt es das Thema Gemeinwohlwirtschaft. Wie bauen wir die überhaupt auf? Also die Gemeinwohlwirtschaft wird auch durchaus in den Konzepten des Club of Rome mit einbezogen, schon als Referenz. Wie gesagt, auch vom Denken her ist vielleicht auch der nächste Schritt für die solidarische Ökonomie, dazu beizutragen, dass man selber nicht mehr die Ausnahme ist, sondern die Hauptströmung. Ja? Also, und das hat was auch mit der eigenen Kommunikation oder Selbstwahrnehmung zu tun. Ich glaube, dass da noch ein Schritt auch gegangen werden kann, in diese Richtung zu sagen, ja, wir sind eigentlich die das schon machen und hier geht's lang, so ungefähr. Ja? Der Wallerstein, zu dem ich nachher auch nochmal komme, der US-Soziologe mit der Weltsystemtheorie, der hat ja gesagt, er sieht im Moment sehr stark die Welt auseinanderdriften in das Lager von Davos und das Lager von Porto Alegre. Gemeint ist damit Davos natürlich als Inbegriff des herrschenden Wirtschaftssystems, wo es darum geht, dass die wenigen Besitzenden letztendlich auch ihre Privilegien weiterhin schön sichern. Und im Lager von Porto Alegre geht es eben genau um das Gegenteil mit dem Weltsozialforum, was ja auch schon seit langer Zeit jetzt regelmäßig stattfindet, genau die Lösungen zu finden für die vielen, nicht für die wenigen und auch für das Überleben der Natur. Und hier können eben aus den solidarischen Ökonomien auch sehr, sehr gute Beiträge eingebracht werden, wenn es beispielsweise auch um den Aufbau von Sozialkapital geht. Sehr oft wird im Moment auch gesprochen von kollektivem Leadership, was aufzubauen ist und so weiter. Und das ist ja im Grunde genommen das, was im solidarischen Sektor auch die ganze Zeit auch schon stattfindet, ohne dass man das vielleicht so nennt. Wichtig ist auch, glaube ich, dieser Aspekt, sich nochmal einzumischen in die öffentlichen Debatten, weil natürlich erleben wir und sind wir frustriert davon,
dass die meisten Menschen einfach so weitermachen, obwohl sie wissen, dass unser Lebensstil nicht zukunftsfähig ist. Man muss aber auch, glaube ich, manchmal einfach bedenken, dass viele Menschen sich ohnmächtig fühlen und auch gar nicht wissen, dass es Alternativen gibt und dass die gar nicht so schwer zu erreichen sind. Ja? Das heißt, also mehr nach außen gehen, mehr kommunizieren und sagen, so geht das auch und sich damit dann eben auch wegbewegen vom so wahrgenommenen Rand der Gesellschaft in das Zentrum der Gesellschaft. So ein bisschen so wie das in der Donutökonomie auch das Bild ist. Sie kennen alle diese Donuts, diese Gebäckstücke, wo ja die Schöpferin der Donutökonomie sagt, in der Mitte ist die Gesellschaft, also das Zentrum, das, was stabil ist und was unverrückbar ist immer die Gesellschaft. Und erst dann kommt die Ökonomie und alles Weitere. Ja? Also einfach zu sagen, okay, die Gesellschaft ist in der Mitte. Das, was wir jetzt brauchen, um die Katastrophe abzuwenden, ist genau das. Wir brauchen mehr Gesellschaft, wir brauchen mehr Gemeinschaftsgüter. Und hier ist sozusagen die richtige Richtung und hier geht's lang. Ja? Und auch einfach ganz klar zu kommunizieren, wie das glaube ich, Sarah Wagenknecht hat das, glaube ich, gesagt. Ich glaube, es ist ein Zitat von ihr. Die Menschheit hat auch gar keine Zeit mehr für den Kapitalismus. Ja? Einfach zu sagen, der Kapitalismus ist so schlecht, dass wir uns den nicht mehr leisten können. Also wenn Sie jetzt auch die Klimareporte nochmal dazu zählen mit den Prognosen, dass die entscheidenden Weichenstellungen in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren müssen, dann ist dieser Begriff natürlich auch mehr als ein Spruch, ja, sondern wirklich zu sagen, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt bitteschön was anderes machen und dem eigentlich auch den Raum geben, den es braucht, damit andere Modelle wirksam werden. Und ich persönlich beziehe mich dabei bei der Frage, wie schnell kann denn ein Wandel passieren, ganz gerne auf das Rauchverbot, wenn Sie sich mal erinnern, wie das vor einigen Jahren noch gewesen ist, wo es auch so eine Dominanz, so eine kulturelle Dominanz eigentlich des Rauchens gegeben hat. Und als dann das Thema Rauchverbot kam, haben alle sich furchtbar beschwert und fanden es vollkommen inakzeptabel, so ein Verbot auszusprechen und so weiter. Wenn Sie aber jetzt heute mal kurze Zeit, nur ein paar Jahre später, wirklich mal in die Restaurants und Kneipen gehen und da sehen Sie einfach auch, es geht, es ist akzeptiert worden und es ist was Angenehmes. Also die Menschen haben es als angenehm unterm Strich erlebt, ja. Und das ist eigentlich für mich persönlich so ein Beispiel, wo ich sagen kann, also auch so eine Werteveränderung kann ziemlich schnell passieren, wenn man die richtigen Hebel betätigt. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch eingehen auf dieses Konzept der Ökoroutine, was auch beim Thema Suffizienzpolitik oft diskutiert wird. Das ist so die Haltung, anstatt den Menschen sozusagen immer selber individuelle Verhaltensänderungen anzuempfehlen oder vorzuschreiben, je nachdem, sollte man lieber auf eine Strukturveränderung setzen. Also das wäre jetzt genau das mit dem Rauchverbot, diese Ebene. Also statt vom Einzelnen sozusagen zu verlangen, dass er immer einen Stoffbeutel beim Einkaufen dabei hat und so weiter, sollte man lieber wirklich dann darauf gehen und die Plastikverpackung im Lebensmittelbereich wirklich auch verbieten. Damit wäre eine schnellere Veränderung und auch eine für die Menschen akzeptablere Veränderung erreicht, als wenn man das alles dem Individuum aufbürdet. Und das finde ich auch wirklich ganz wichtig, weil ich denke, dass der Konsument und das Individuum schon ziemlich strapaziert wird in diesen ganzen Diskussionen. Neulich erinnere ich mich auch an eine Diskussion mit einem Vertreter aus der Industrie,
der dann irgendwie gesagt hat, als es um die Verantwortung für die Abfallentsorgung ging um die chemische Industrie, glaube ich, ja genau. Und dann sagt er, ja, aber das geht ja nicht, dass man das den Unternehmen dann also irgendwie noch zumutet. Das ist ja eine Sache des Verbrauchers, ja. Also, und das ist genau der Punkt, glaube ich, wo wir auch alle ganz schön aufpassen müssen. Gerade aus dem Hintergrund der solidarischen Ökonomie, wo es vielleicht selbstverständlicher ist, dass auf kleine Dinge geachtet wird auch. Aber das kann nicht die Lösung sein, ja. Und man sollte es auch nicht so verkaufen, dass diese grundlegenden Veränderungen allein vom Verbraucher aus geschafft werden können. Das finde ich nochmal wichtig. Und das andere, worauf ich mich noch kurz beziehen möchte, ist diese Sache mit dem CO2-Budget. Es gibt ja mittlerweile auch Berechnungen. Also man kann das ja volkswirtschaftlich und ökonomisch berechnen, wie viel CO2-Budget jeder Mensch hat, wenn das 2-Grad-Ziel eingehalten werden soll. Und das liegt eben momentan bei 2 Tonnen jährlich pro Person. Und in Deutschland ist aber der aktuelle Verbrauch, liegt ja bei über 8 Tonnen momentan. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was recht leicht vermittelbar ist, glaube ich, dass die Schritte hin zu einer 2-Tonnen-Gesellschaft, von der 8-Tonnen-Gesellschaft hin, auch nicht unbedingt diese Gesellschaft ins Unglück stürzen müssen, ja, sondern dass dieser Schritt machbar ist und dass beispielsweise die Projekte des gemeinsamen Leihens, Tauschens, gemeinsamen Nutzens etc. Dort einen wichtigen Einfluss ausüben können. Aber dazu braucht es eben auch nochmal den Dialog mit genau diesen Konzepten. Das ist genau das, was ich schon mehrfach angesprochen habe, einfach nochmal einen Schritt weiter gehen und anstatt immer nur intern die Probleme zu diskutieren, auch mal nach außen gehen, sie mit anderen diskutieren, denn darüber ergeben sich dann auch wieder neue Schritte. Wichtig ist auch noch die Ansprache der Unternehmen aus meiner Sicht, weil die Unternehmen sind ja das Rückgrat der Wirtschaft und zwar insbesondere in Deutschland, insbesondere der Mittelstand. Und es gibt eben im Mittelstand und zwar dort speziell in den familiengeführten Unternehmen nachweislich auch schon eine relativ hohe Offenheit hinsichtlich nachhaltiger Unternehmensführung, nachhaltiger Wirtschaftsmodelle. Also es gibt beispielsweise eine Initiative von familiengeführten Unternehmen, die sagen, wir haben schon aufgehört zu wachsen, also die sich auch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir haben uns verabschiedet vom Wachstumsparadigma. Das sind dann Unternehmen, die beispielsweise alte Handwerkstechnologien ausüben und dann auch sozusagen in Kauf nehmen, dass sie damit den Markt nicht ewig vergrößern können, sondern sagen, uns reicht das, die Nische, die wir besetzen, reicht uns und unser Schwerpunkt liegt auf der Qualität des Produkts zum einen, auf den regionalen Kreisläufen, aus denen das Produkt kommt und auch auf unserer Unternehmenskultur, ja, die sehr stark von Miteinander geprägt ist, die stark auf Freiräume des Einzelnen eingehen kann, auf Bedürfnisse des Einzelnen eingehen kann, nach mehr Freiraum. Oder ein anderes Unternehmen, was mir einfällt, ein Beratungsunternehmen, die gesagt haben, ein Stamm von 10, 12 Mitarbeitern, wir bleiben jetzt einfach mal so groß und wir nehmen auch nicht mehr jeden Auftrag an, weil wir wollen uns eigentlich auch befreien von diesem ständigen Aufträge akquirieren, Leute einstellen, wieder entlassen. Wir wollen lieber eine stabile Gruppe bleiben, die sich auch gegenseitig unterstützt, die sich auch gegenseitig Freiräume gibt und eine gewisse Qualität auch vom Miteinander entwickelt, als ständig neue Projekte zu machen.
Und das sind ganz, ganz wichtige Signale, glaube ich, die auch dort wirklich aus den Unternehmen kommen. Weil die Unternehmen sind natürlich auch Multiplikatoren hinein in die Gesellschaft und sie sind ja auch letztendlich häufig auf der gleichen Ebene angesiedelt wie die solidarischen Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, auch dort kann man natürlich in den Dialog gehen. Auch wieder anstatt sich so ein bisschen zu separieren und zu sagen, naja, wir sind ja ein eigener Sektor und so weiter, glaube ich eigentlich, dass sich da sehr viel im Moment annähert. Also gerade eben von familiengeführten Unternehmen hat man auch durch mehrere intensive Befragungen dieser Unternehmen herausgefunden, weil die familiengeführten Unternehmen haben einfach genau die Perspektive, die man für die Nachhaltigkeit braucht, nämlich die langfristige Perspektive und auch die werteorientierte Perspektive, weil sie in der Regel daran interessiert sind, dass ihr Unternehmen in der eigenen Familie bleibt, das heißt in ihren eigenen Nachkommen auch noch zur Verfügung steht. Und das ist ja genau das, was mit dem Begriff enkeltaugliches Wirtschaften auch häufig dann abstrakt vermittelt werden muss. Wie gesagt, hier gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte, an die auch die solidarische Ökonomie sich anschließen kann, um eine breitere gesellschaftliche Bewegung auszulösen. Das andere ist auch, was man auch noch als Potenzial, glaube ich, sehen muss, ist die Erfahrung, die wir bei den Energiegenossenschaften betrachtet hatten, der Multi-Akteurs-Unternehmen, ja, also der Multi-Stakeholder-Genossenschaften. Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Potenzial für die zukünftige Umgestaltung, sage ich jetzt einfach mal, einer Wirtschaft, weil dort sind bereits sehr, sehr gute Schritte gemacht worden in der Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Kommunen und Politik und privatwirtschaftlichem Sektor und solidarischem Sektor. Und es ist einfach ein Erfahrungswert, der vorhanden ist und der auch ausgebaut werden kann, weil einfach darüber auch wiederum Öffentlichkeit hergestellt werden kann. Ja, wie gesagt, unterm Strich glaube ich, ist es immer wieder ganz, ganz wichtig, einfach auch aus dieser Abwehrhaltung, aus dieser Kampfhaltung, die teilweise in dem Sektor vorhanden ist, also immer sich zu messen an dem Gegenüber des Systems, aus dem einfach auch noch viel, viel stärker rauszugehen und einfach auch eine gewisse Führung auch in gesellschaftlichen Dialogen zu übernehmen und diese immer weniger anderen zu überlassen.